Hallo, mein Name ist Christian Löhnert und ich bin Solutions Engineer bei Slack. Ich freue mich, dass Sie heute bei unserer Session Slack für Sales dabei sind. Heute zeigen wir Ihnen eine Vision davon, wie Slack für Sales-Teams eingesetzt werden kann. Wir richten uns dabei an alle Sales-Mitarbeiter, die mehr über spezifische Anwendungsfälle aus ihrem Bereich erfahren möchten und bereits mit Slack vertraut sind. Wir gehen außerdem tiefer in Demos für spezifische Sales-Use-Cases, Integrationen und Workflows. In unserer Demo werden Sie erfahren, wie unsere eigenen Sales-Teams bei Slack nutzen, und wir werden auch ein Kundenbeispiel mit Ihnen teilen. Um eine gemeinsame Basis für uns alle zu schaffen, beginnen wir mit einer kurzen Erinnerung daran, was Slack ist. Slack wurde entwickelt, um gleichermaßen die Bedürfnisse von Mitarbeitern zu erfüllen, die in Office, Remote, aber auch Hybrid-Situationen arbeiten. Slack bedient als zentrales System der Zusammenarbeit Anwendungsfälle, die wir in der heutigen Zeit des modernen Arbeitens antreffen. Slack ist die Anwendung, die auf jedem Gerät eines jeden Mitarbeiters installiert werden kann. Slack ist für Ihr Vertriebsteam genauso nützlich wie für Ihr Entwicklerteam und jedes andere Team im Unternehmen. Letztendlich, Slack schafft eine gemeinsame Ebene der Zusammenarbeit in der gesamten Organisation und beseitigt somit die kostenintensiven Silos, die die Zusammenarbeit und Produktivität im Unternehmen beeinträchtigen können. Also, wie wird Slack speziell von Sales-Teams genutzt? Und warum lieben so viele Sales Professionals Slack? Der Erfolg von Vertriebsteams ist für jedes Unternehmen entscheidend. Lassen Sie uns einen Blick auf das aktuelle Umfeld werfen und was Slack tut, um Ihre Vertriebsteams erfolgreicher zu machen. Es gibt einige Herausforderungen und Bedürfnisse, die wir vermehrt in Vertriebsorganisationen wahrnehmen. Viele Unternehmen kämpfen damit, Informationen zu teilen und funktionsübergreifend zu arbeiten, um den Kunden zu bedienen und Geschäfte schneller abzuschließen. In der heutigen Welt gibt es nicht zuletzt aufgrund steigender Komplexität viele Dinge, die einfach außerhalb unserer Kontrolle liegen. Die Vertriebsarbeit wird herausfordernder. Die traditionelle Ansprache wird immer weniger effektiv, die Bereitschaft der Käufer, sich mit Verkäufern zu treffen, sinkt und die Vertriebszyklen werden länger. Aber es gibt viele Vertriebsorganisationen, die trotz dieses Gegenwinds noch immer erfolgreich sind. Und sie tun es, indem sie kontrollieren, was sie können, egal in welchem Umfeld. Sie optimieren die digitalen Verbindungen zu ihren Interessenten und Kunden. Sie maximieren Cross-Sell- und Upsell-Möglichkeiten, indem sie sich eng mit ihren bestehenden Kunden verbinden. Und sie schulen ihre Mitarbeiter effektiv, um das Beste aus ihren Teams herauszuholen. Und wenn es um einen Deal geht, gehen sie mit beispielloser Geschwindigkeit vor, um ihn abzuschließen. Denn wenn die vorherrschenden Trends gegen sie arbeiten, müssen sie das Beste aus jeder Opportunity machen. Tausende von Vertriebsteams auf der ganzen Welt stemmen sich gegen diese Trends und beschleunigen ihren Vertriebserfolg mit Slack. In der heutigen Session werde ich Ihnen zeigen, wie Sie mit Slack das Beste aus jeder Opportunity herausholen können. Wir werden besprechen, wie Slack dabei hilft, folgende 3 Themen zu adressieren. Im ersten Teil widmen wir uns der Maximierung der Teameffektivität. Und diese beginnt bereits bei der Einstellung Ihrer Vertriebsmitarbeiter. Wie ermöglichen Sie ein schnelles und effektives Onboarding? Wie steigert Slack die Produktivität des Vertriebs? Und wie arbeiten Sie im Einklang mit Ihren funktionsübergreifenden Teams unter Verwendung von Slack-Channels? Wie Sie mit Ihren Kunden oder externen Partnern auf eine ganz neue Art und Weise in Kontakt treten können, zeigen wir Ihnen dann im zweiten Teil mit Slack Connect. Im dritten Teil besprechen wir, wie Sie Ihr Vertriebsteam effizienter machen und Sie den Vertriebszyklus verbessern, um Geschäfte schneller abzuschließen. Wir zeigen auf, wie Sie Genehmigungen beschleunigen und verhindern, dass interne Prozesse Ihre Geschäfte verlangsamen. All dies führt letztendlich zu besseren Kundenbeziehungen und schnellerem Umsatzwachstum. Beginnen wir also mit der Maximierung der Teameffektivität. Maximieren Sie das Potenzial Ihres Vertriebsteams, indem Sie neue Mitarbeiter schneller einarbeiten, die Produktivität der Mitarbeiter steigern und Ihr Team durch erfolgreiches Coaching in Slack-Kanälen weiterbilden. Schauen wir uns nun an, wie das in Slack aussieht. Typischerweise müssen Sales-Mitarbeiter, die neu in einem Unternehmen sind oder neu zu einem Account dazustoßen, viel Zeit damit verbringen, die richtigen Leute zu finden und sich das aktuelle Wissen zu erarbeiten.
Stellen Sie sich nun vor, ich bin Account Manager bei der ACME Corporation und mir wurde ein neuer Account namens Burlington zugewiesen. Bei ACME haben wir für jeden unserer Accounts einen eigenen Kanal in Slack. Also beginne ich mit der Suche danach. Wir können schnell sehen, dass es bereits einen Kanal gibt, also kann ich über den Button Join Channel dem Kanal beitreten. Von hier aus kann ich nun die gesamte Historie des Accounts sehen, was es mir ermöglicht, mich über den Account und unsere Beziehungen zu ihm auf den neuesten Stand zu bringen, ohne den vorherigen Account Manager oder den Rest des Account-Teams hinzuziehen zu müssen. Ich kann einen Link zu dem Box-Ordner sehen, in dem wir unsere Dokumente zum Account verwalten. Und ich kann auch ein aktuelles Dokument sehen, das das letzte Feedback zum Vertrag zusammenfasst. Und ich kann sogar ein Update aus Salesforce sehen, das uns mitteilt, dass ein neuer Lead für den Account erstellt wurde. Wir sehen auch, dass der Salesforce-Eintrag leicht hervorgehoben wird. Das liegt daran, dass Jennifer diesen Eintrag an den Channel angepinnt hat. Wenn es viel nachzuholen gibt, kann ich mit angepinnten Elementen beginnen. Dabei handelt es sich um besonders wichtige Nachrichten oder Dateien, die das Account-Team zum späteren Nachschlagen an den Kanal angeheftet hat. Da ich nun schon mal hier bin, beginne ich damit, mich dem Account-Team vorzustellen. Ich sehe auch gerade, dass wir eine Nachricht vom Midas-Bot erhalten haben. Midas ist ein Slack-Bot, der Account-Teams Benachrichtigungen über mögliche Kaufsignale sendet. In diesem Fall hat Elena Nowak, eine Projektmanagerin bei Burlington, die Preisseite auf unserer Website besucht. Der Midas-Bot benachrichtigt mich nicht nur über dieses Kaufsignal, sondern ermöglicht mir auch, direkt Maßnahmen aus Slack heraus zu ergreifen. Erstens könnte ich direkt zu Elenas LinkedIn-Profil springen, wo ich mich mit ihr verbinden kann und ihr eine Nachricht senden könnte. Zweitens könnte ich mit Blick auf ihren Datensatz in Salesforce, unserem CRM-System, sehen, welche früheren Interaktionen wir mit ihr hatten. Ich könnte sie sogar zu einer automatisierten Marketingkampagne in Salesloft hinzufügen. Da diese Benachrichtigung in unseren Account-Kanal gesendet wurde, kann ich einen Thread starten, um mit dem Rest des Account-Teams daran zusammenzuarbeiten. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Account-Kanäle in Slack es Ihnen ermöglichen, Mitarbeiter schneller einzubinden und sie über Kaufsignale zu informieren, damit sie schneller reagieren können. Widmen wir uns nun dem zweiten Teil. Wie kann ich mich in Slack auf eine neue Art mit Kunden verbinden? Der Vertrieb kann Accounts ausbauen und die Kundenbindung maximieren, indem er die Mitarbeiter in Slack-Kanälen mit Slack Connect näher an die Kunden heranbringt. Dort können die Teams stärkere und direktere Beziehungen aufbauen, einen schnelleren Kundennutzen liefern und in Echtzeit auf Kunden reagieren. Schauen wir uns auch hier an, wie das in der Realität mit Slack aussieht. Die Kommunikation mit Kunden und Interessenten per E-Mail kann sich langsam, formal und unpersönlich anfühlen. Lassen Sie uns einen Blick darauf werfen, wie wir Slack nutzen können, um mit Kunden wie Burlington auf eine neue Art und Weise in Kontakt treten zu können, um eben diese Barrieren einfacher zu überbrücken. Wenn ich nach Burlington suche, können wir sehen, dass es 2 Accounts zu Burlington gibt. Der obere Kanal ist der, den wir gerade besprochen haben. In diesem Kanal arbeiten wir intern am Account Burlington. Der zweite Kanal, den wir sehen können, ist External Burlington. Das ist ein Kanal, mit dem ich direkt mit meinem Kunden in Verbindung treten kann. Schauen wir uns diesen also mal an. Zunächst aber möchte ich Sie auf Anzeichen hinweisen, an denen Sie erkennen können, dass ein Kanal extern geteilt ist. Zunächst einmal können Sie neben dem Kanal das doppelte Rautensymbol sehen. Und wenn ich darüber fahre, sehen Sie, mit welchem Kunden, in diesem Fall Burlington, der Account geteilt ist. Die gleiche Information erhalten Sie am unteren Rand des Channels bzw. über dem Eingabefenster. Und wenn Sie im Kanal auf die Profile klicken, wie im Beispiel hier das Profil von Elena, können Sie sehen, dass sie bei Burlington arbeitet. Schauen wir uns also an, wie wir diesen Kanal nutzen können. Zunächst einmal heiße ich Elena willkommen und sehen auch, dass Elena direkt darauf reagiert hat. Im zweiten kann ich sehen, dass der Successbot eine Nachricht an den Kanal gesendet hat. Der Successbot ist ein Slackbot, der Kundenupdates über neue und kommende Features, Marketing-Events und auch mehr teilt.
In diesem Fall kann ich sehen, dass Elena sich für das hier angesprochene Webinar angemeldet hat. Dadurch, dass der SuccessBot diese Updates sendet, spare ich nicht nur Zeit, sondern es wird auch sichergestellt, dass meine Kunden nichts verpassen. Nun möchte ich eine Nachricht an Elena senden. In unserem letzten Gespräch hat sie Interesse bekundet, an einem unserer Pilotprojekte für die kommenden Versionen teilzunehmen. Also lasse ich sie wissen, dass sie im Pilotprojekt ist und wir uns über ihr Feedback freuen. Ein paar Sekunden später kann ich sehen, dass bereits ein Feedback eingegangen ist. Es kommt von Elena, die unsere neue Version auf dem Desktop testet. Ich kann sehen, dass sich ihr Feedback speziell auf die Funktion Abschnitte bezieht. Und sie hat einen Vorschlag. Von hier aus könnte ich das Feedback nun mit dem entsprechenden Kanal des Produktteams teilen. Und so kann ich dem Produktteam genau diese Art von direktem Kundenfeedback geben, nach dem sie suchen. Auch kann ich Elena direkt wissen lassen, dass ihr Feedback Einfluss auf die Entwicklung des Produkts hat. Das schafft auch auf Kundenseite ein gutes Gefühl. Aber wie hat Elena dieses Feedback eigentlich eingereicht? Nun, wir haben dem Kanal einfach einen Workflow hinzugefügt, der es Elena und jedem anderen aus dem Burlington-Kanal ermöglicht, ihr Feedback auf strukturierte Weise zu teilen. Alles, was Sie dazu tun müssen, ist, auf das Shortcut-Symbol für Funktionen zu klicken. Und dort erhalten Sie die Funktion Submit Feedback. Von hier können Sie direkt auf diese strukturierte Art und Weise Ihr Feedback melden und es uns zur Verfügung stellen. Zusammenfassend kann ich sagen, dass ich mit Slack Connect eine Echtzeit- und eine intensivere Beziehung zu Kunden wie Burlington aufbauen kann. Darüber hinaus kann ich sicherstellen, dass die Stimme des Kunden gehört wird, indem ich ihr Feedback direkt mit dem Produktteam teile. Lassen Sie uns nun einen Blick auf das letzte Thema werfen. Wie können wir Deals schneller abschließen? Wie eingangs erwähnt, haben viele Unternehmen Probleme mit der funktionsübergreifenden Zusammenarbeit. Aber der Vertrieb kann mehr Kunden mit großer Geschwindigkeit gewinnen, indem er Mitarbeiter und funktionsübergreifende Partner an einem Ort zusammenbringt. Die täglichen Aufgaben durch die Automatisierung von Workflows und die Integration Ihres CRM mit Slack vereinfacht und kanalisiert. Und die Phase des Abschlusses beschleunigt, indem er die Zusammenarbeit der Mitarbeiter mit den Finanz- und Rechtsabteilungen bei den Geschäftsbedingungen und Genehmigungen erleichtert. Schauen wir uns auch hier an, wie das in Slack aussieht. Die Verwendung von langen E-Mail-Ketten für die notwendigen Freigaben bei einem Deal kann langsam und mühsam sein. Also lassen Sie uns einen Blick darauf werfen, wie es in Slack funktioniert. Wir sind zurück im Kanal Accounts Burlington. Nehmen wir an, ich arbeite an einem Angebot für Burlington und möchte die Genehmigung für einen Rabatt beantragen. Das kann ich mit unserer App für Deal Approvals tun. Wie kann ich diese App nutzen? Ich kann unser Shortcut-Menü für Funktionen nutzen und ich fange an, den Begriff Discount einzutippen. Es reicht völlig aus, die ersten Buchstaben zu nutzen und Slack weist mich auf die App hin. Wenn ich die App nun ausführe, werde ich aufgefordert, einige Informationen zu meinem Rabattantrag einzugeben. Dazu gehören der Name des Unternehmens, eine Begründung für den Rabatt und den Rabatt selbst. Wenn ich nun auf Submit klicke, passieren einige Dinge. Zunächst wird ein neuer, privater Kanal erstellt. Der Kanal wird nach dem Kunden benannt. Und da er privat ist, können nur explizit eingeladene Personen ihn sehen und auch nur seinen Inhalt sehen. Schauen wir uns an, wie der Kanal aussieht. Ich kann sehen, dass alle notwendigen Genehmiger bereits eingeladen sind. Von nun an werden alle Unterhaltungen über den Rabattantrag hier zentralisiert. Die App teilt auch alle Informationen, die die Genehmiger aus Salesforce, unserem CRM-System, benötigen, einschließlich des Abschlussdatums, des Vertragswerts oder der Zahlungsbedingungen und auch einiges mehr. Die App gibt auch die Informationen frei, die ich in meinem Antrag zuvor angegeben habe, wie den Rabatt oder die Begründung. Wenn die Genehmigenden noch weitere Informationen wünschen, können Sie auf Dealstats klicken, um zum Beispiel zusätzliche Informationen aus Salesforce abzurufen, zum Beispiel die Anzahl der Mitarbeiter des Unternehmens. Wie funktioniert nun aber die eigentliche Genehmigung? Zunächst
kann ich im oberen Bereich der Nachricht sehen, dass es mehrere Genehmigungsstufen gibt. Die Ebenen 1 und 2 sind die Vertriebsgenehmigungen, gefolgt von der Genehmigung durch die Vertriebsleitung und die abschließende Genehmigung durch die Rechtsabteilung. Wenn ich den Thread öffne zur Genehmigung, kann ich sehen, dass die Freigabe der Stufe 1 von Alexa angefordert wurde und sie hat die Möglichkeit, die Freigabe direkt von Slack aus zu genehmigen oder abzulehnen. Schauen wir mal, was passiert, wenn ich selbst versuche, die Freigabe zu erteilen. Die App sendet mir eine Nachricht, dass ich nicht die notwendigen Berechtigungen habe, um die Genehmigung selbst zu erteilen. Aber keine Sorge, ich kann jetzt sehen, dass Alaya und die anderen Genehmiger die Anfrage gesehen und genehmigt haben. Dies war eine sehr unkomplizierte Genehmigung, aber wenn zusätzliche Informationen oder eine Diskussion erforderlich wären, könnte dies hier im Thread geschehen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Zusammenführung von Genehmigern in einem dedizierten Kanal und die Möglichkeit, Anfragen direkt aus Slack aus zu genehmigen oder abzulehnen, den Genehmigungsprozess für Geschäfte erheblich beschleunigen kann. Zu guter Letzt möchte ich nun noch ein Kundenbeispiel mit Ihnen teilen, das Unternehmen Aircall. Aircall ist eine cloudbasierte Telefonlösung für weltweit ca. 7000 Kunden. Sie eröffnen nun auch Büros in Australien und stammen ursprünglich aus Frankreich. Sie wurden genau wie Slack 2014 gegründet. Sie nutzen Slack im Vertrieb unter anderem für 3 maßgebliche Aspekte. Erstens, um gemeinsame Erfolge zu feiern, denn auch das ist wichtig, um Teams motiviert zu halten. Zweitens, um den Vertrieb auf dem Laufenden zu halten und die gemeinsame Ausrichtung im Einklang mit der Strategie zu fördern. Auch drittens, und das ist am wichtigsten, Sie nutzen Slack, um die Produktivität und Effizienz Ihres Vertriebs zu steigern. Auf der rechten Seite können Sie 2 verschiedene Beispiele sehen. Das erste Beispiel ist der Kanal Sales Alerts John. Und wie Sie sehen können, gibt es einen Feed, der die Integration Ihrer eigenen Lösung Aircall und Salesforce in Slack nutzt, um den Vertriebsmitarbeiter über die Geschehnisse in seinem Gebiet zu informieren. So können Vertriebsmitarbeiter auf dem aktuellen Stand darüber bleiben, ob es auf ihren Accounts neue oder gelöschte Benutzer gibt. Sie sehen zum Beispiel auch, dass einer Ihrer Kunden sich in den letzten 2 Tagen nicht in das Monitoring-Dashboard eingeloggt hat. So können Sie in Echtzeit auf die Geschehnisse reagieren und eine bessere Nutzung durch den Kunden fördern. Es gibt auch Warnungen über bald ablaufende Testversionen. Das erleichtert Ihre Arbeit enorm, denn es verringert Kontextwechsel und ermöglicht das aktive Reagieren auf solche Ereignisse, um Kunden daraufhin engagiert zu halten. Ein weiterer sehr interessanter Anwendungsfall, den wir unten auf dem Kanal SDR Team sehen können, ist, dass Sie Ihren Bot Droid integriert haben, der dem Outbound SDR Team mitteilt, wie viele Anrufe Sie um 13 Uhr und wie viele Anrufe Sie am Ende des Tages um 18 Uhr getätigt haben. Der Vertriebsleiter, der uns all diese Screenshots zur Verfügung gestellt hat, hat erwähnt, dass die Implementierung allein dieser Funktion die Anzahl der eingehenden Anrufe um ca. 40% erhöht hat. Typischerweise würde man über ein Dashboard nachdenken, um diese KPIs zu überwachen. Oder wir müssten einen Manager damit beauftragen, der sicherstellt, dass das Team effizient arbeiten kann. Alternativ würde dies in Teambesprechungen geschehen, in denen man im Team die Ergebnisse auswertet und an Optimierungen arbeitet. Hier jedoch geschieht dies in Echtzeit und das ganze Team bleibt auf dem neuesten Stand und kann unterstützend eingreifen. Dies hat hier eine 40%ige Steigerung der Vertriebsproduktivität ermöglicht, ohne dass die Mitarbeiter verschiedene Berichte erstellen müssen. Sie können sich einfach auf ihre Arbeit fokussieren. Auf der linken Seite sehen Sie die konkreten Beispiele der zuvor erwähnten Kanäle zum Austausch von Vertriebsinformationen, zum Wissen teilen und gemeinsamen Feiern von Erfolgen und zum Fördern der Vertriebseffektivität. Im Channel Sales EMEA werden Besprechungsprotokolle geteilt, wie auch wertvolle Informationen zum Sales Enablement. Auch Teamgespräche und Hilfestellungen finden hier Platz. Zum Beispiel fragen Vertriebsmitarbeiter das breitere Team, hat jemand bereits mit einem Kunden in einer bestimmten Branche gearbeitet? Und erhalten eine Antwort und Unterstützung, die sie für ihre aktuellen Themen benötigen. Der Kanal Sales Alerts bietet Insights für aktuelle Kunden und der SDR-Team-Kanal bietet sich für den Austausch zu Outbound-Gesprächen an. So wird die Effektivität des Vertriebs gefördert. Im Channel Feed Trials erhält der Vertrieb den Live-Feed aller neuen Trials zu neuen Accounts und kann auch diejenigen markieren, die für das Team wahrscheinlich nicht interessant sind. Es ist alles darauf zugeschnitten, dass der Vertrieb
sich eben auf den Vertrieb konzentrieren kann. Und schließlich die Troops-Integration. Diese App extrahiert die abgeschlossenen und gewonnenen Deals aus Salesforce und hebt die wichtigsten Informationen für das gesamte Team hervor, sodass Erfolge auch gemeinsam gefeiert werden können. Ich danke Ihnen, dass Sie die Zeit mit mir verbracht haben und hoffe, Sie haben eine Idee davon erhalten, wie Slack im Vertrieb und für Ihre Vertriebsteams eingesetzt werden kann.